Sehr geehrte Teilnehmende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Auftakt einer Webinarreihe, und zwar zur Webinarreihe DMS, das heißt Dokumentenmanagementsystem in Time Sensor Legal 365. Heute finden wir uns zum ersten Termin wieder. Das bedeutet, heute schauen wir uns den ersten Teil dieser Praktik, dieses DMS an, und zwar werden wir uns heute damit mit dem Dokumente finden beschäftigen. Dann möchte ich mich sehr gerne auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Zoe Schiewek. Ich bin als Account Managerin bei der Time Sensor AG beschäftigt und bin zuständig für den deutschsprachigen Raum. Das bedeutet bei uns dann die deutschsprachige Schweiz und Deutschland. Und ich werde Sie heute als Host durch dieses Webinar führen. Dann möchte ich auch gerne noch kurz auf die Agenda eingehen für heute, da wir uns eben in der ersten Sitzung oder im ersten Webinar dieser Reihe befinden, werden wir zunächst eine kleine Einführung machen. Das bedeutet konkret, wir werden uns einmal anschauen, was das DMS überhaupt ist, was es denn alles kann. Wir werden uns dementsprechend anschauen, wo wir das DMS in Time Sensor Legal 365 finden, und wir werden uns dann etwas tiefer mit der Bedeutung der Begriffe Entwürfe und Archiv, vielmehr deren Tabs in einem entsprechenden Dossier beschäftigen. Anschließend schauen wir uns die Dokumentenzentrale an, weil es eben im heutigen Termin, wie Sie auf der vorvorletzten Folie gesehen haben, um das Finden von Dokumenten in Time Sensor Legal 365 gehen wird. Das bedeutet, da ist natürlich die Dokumentenzentrale als eben zentrales Instrument, um alle Dokumente einsehen zu können, ganz, ganz hilfreich. Und in dritter Instanz werden wir uns dann noch anschauen, was wir noch so nebenbei als Additionen an Features für Sie bereit haben, die eben auch noch zum DMS gehören, die aber vielleicht einigen von Ihnen noch gar nicht bekannt sind, die aber durchaus sehr, sehr hohe praktische Relevanz haben. Dann möchte ich nicht viel Zeit verlieren. Ich bedanke mich gleich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, und dann legen wir auch los. Sie sehen hier, wenn ich einmal hier klicke, dann bin ich gleich in mein Time Sensor Legal 365 eingeloggt. Wir sehen hier oben, ich bin als unsere Partnerin Frau Monika Muster eingeloggt. Und jetzt werden wir uns verschiedene Vorgänge einmal ansehen. Wie ich eben schon gesagt hatte, beginnen wir zunächst damit, dass wir uns überhaupt mal anschauen, was genau ist das DMS. Das DMS in Time Sensor Legal ist so aufgebaut, das sollten Sie mittlerweile kennen, dass wenn wir also hier auf einen Mandanten klicken, kommen wir in dessen Dossier heraus. Und Sie kennen hier schon einige Tabs. Sie haben auch in einer Einführung, sofern Sie die gesehen haben, schon gesehen, worum es sich handelt bei diesen beiden Tabs hier hinten. Und heute möchten wir eben noch mal um einiges genauer darauf eingehen. Und zwar haben wir hier, wie eben angekündigt, eben unser DMS im Dossier zugänglich. Das besteht dann primär aus den Tabs Entwürfe und Archiv. Und diese beiden Tabs, das möchte ich gleich an dieser Stelle zeigen, die können Sie eben entweder über dieses Dossier bedienen und einsehen, oder Sie klicken auf die entsprechende Mandatsmappe. Das ist jetzt natürlich nicht der gleiche Klient. Und in der Mandatsmappe haben Sie hier die gleiche Ansicht, auch die Auswahl zwischen Entwürfe und Archiv. Das bedeutet also, Sie greifen hier immer auf die gleiche Oberfläche zu, auf die gleiche Rubrik in Time Sensor Legal, nur eben möglicherweise aus zwei verschiedenen Warten. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal hier in der Mandatsmappe an. Wir fangen jetzt einmal an beim Tab Entwürfe. Der Tab Entwürfe, wie der Name schon sagt, dient eben der Erstellung von Entwürfen. Das heißt, hier bewegen wir uns so ein bisschen in dem Bereich von Dokumenten, die eben noch weiter verarbeitet werden sollen. Das kann einschließen einen Word-Entwurf, den ich vielleicht aufgesetzt habe, den ich angefangen habe, den ich aber noch nicht fertiggestellt oder versandt habe. Das kann auch unter Umständen sein, eine Rechnung, die ich eben noch zur Freigabe weitersenden möchte. Also alles in Time Sensor Legal, jede Art von Dokument, die eben noch nicht einfach nur zur Archivierung, zur Verwahrung des Dokumentes in Time Sensor Legal vorgesehen ist, die würden Sie hier im Tab Entwürfe finden. Jetzt habe ich schon im Negativ erklärt, was genau dann dementsprechend der Archivbereich sein muss. Das bedeutet also, hier sind wir dann im Bereich, wie der Name schon sagt, wo Dokumente sich befinden, die eben zur Archivierung gedacht sind. Und das ist keine Langzeitarchivierung, sondern hier geht es einfach darum, dass es primär so gedacht ist, dass wenn ein Dokument im Archivbereich ist, dann ist es nicht zwangsläufig weiter für die Verarbeitung gedacht. Hier würden Sie also ein Dokument sozusagen abstellen, verwahren, wenn Sie das eben einfach in der Software haben möchten. Das mag sich um Korrespondenz handeln mit Ihren Klienten oder mit Dienstleistern oder dergleichen, oder auch einfach ein fertiges Schreiben. Das kann ein Dokument seitens des Mandanten sein, was Sie einfach für sich in die Akte einheften möchten. Das wäre also in der Beziehung hier die Bewandtnis dieser beiden Tabs.
dann wollen wir uns jetzt heute, weil es ums Dokumente finden geht, noch etwas intensiver mit dem Tab Archiv beschäftigen. Wir schauen uns auch den Tab Entwürfen noch an, das allerdings in einer nächsten Instanz. Heute wird es also hier um das Archiv gehen und dann gucken wir uns jetzt einmal an, was das Archiv genau für uns bedeutet. Wir fangen hier ganz oben an und zwar sehen Sie hier schon gleich, dass wir hier zwei verschiedene Arten der Ansicht haben. Hier haben wir eine komprimierte Ansicht und wenn ich jetzt hier auf die Detailansicht wechsle, dann sehe ich hier oben so eine Art schwarzen Balken und wenn ich ein Dokument auswähle, dann habe ich hier noch eine Vorschau dessen. Was diese freie Fläche hier rechts nebendran zu bedeuten hat, das lernen wir auch im heutigen Termin noch. Das möchte ich allerdings jetzt einmal kurz aussparen. Und wir gucken uns das Ganze nochmal hier in der minimierten Ansicht an, damit es eben für Sie verständlich bleibt. Und dann ziehen wir hier weiter. Ich habe jetzt aktuell, wie Sie sehen, ein Dokument ausgewählt. Möchte ich die Metadaten, also die Informationen über dieses selektierte Dokument, Sie kennen das vielleicht von Ihrer Benutzeroberfläche auf Ihrem Betriebssystem. Wenn Sie da einen Rechtsklick machen, egal ob unter Mac oder unter Windows, dann bekommen Sie dort Informationen oder Einstellungen, heißt es, je nach Betriebssystem angezeigt. Das ist hier also im Prinzip die gleiche Komponente. Wenn ich hier einmal draufklicke, dann sehen wir, dass wir hier eben verschiedene Informationen zu diesem spezifischen Dokument verzeichnet haben und darüber hinaus diese Informationen auch noch bearbeiten können. Das bedeutet eben, wenn ich hier oben das Datum ändern möchte, ich habe zwar heute das Dokument importiert, möchte aber eigentlich, dass es ein originäres Datum trägt, dann könnte ich das hier also anpassen. Ich könnte hier eine Anpassung der Uhrzeit machen, des Namens und so weiter und so fort. Und dann habe ich hier unter Allgemein in dieser Sektion noch einige Einstellungen. Da möchte ich jetzt etwas näher drauf eingehen, da das später auch nochmal relevant wird beim Finden von Dokumenten. Hier haben wir zunächst eben drei verschiedene Arten. Hier haben wir also ein eingehendes Dokument, wir haben ein ausgehendes und wir haben interne. Ich sage jetzt Dokumente, weil wir eben spezifisch von Dokumenten sprechen. Es sind ja in der Regel hier immer Dokumente. Wir lassen das Ganze jetzt aber mal auf eingehend. Und dann sehen Sie schon gleich, dass Dokument vielleicht jetzt ein etwas irreführender Begriff ist. Wir haben hier also für den Eingang der Logik nach natürlich nur Angaben, welche eben eingehende Dokumente sein können. Wenn wir das Ganze hier jetzt auf Aussetzen, dann sehen Sie auch, haben wir hier nochmal die gegenständige Komponente einfach für ausgehende Dokumente. Und dann haben wir noch die Option intern. Da handelt es sich jetzt um interne Dokumente und hier unterscheiden wir nochmal spezifisch unter oder zwischen den Arten der Dokumente. Hier ist nochmal ganz relevant, da das auch eine Frage ist, die ich häufiger erhalte, was denn der Unterschied hier zwischen einem Dokument und einem Dokument mit Versionierung, hier heißt es dann Versionierung XY ist. Das bedeutet einfach, Sie sehen gleich, wenn ich das auswähle, dann erhalte ich hier unten eine weitere Schaltfläche. Das bedeutet einfach, dass natürlich wir auch dem Umstand Rechnung tragen müssen, dass ein solches Dokument nicht immer in seiner Originalfassung verweilt, gerade wenn es eben noch bearbeitet wird oder wenn es bearbeitet wurde. Oft ist es dann eben in der juristischen Praxis so, dass es mehrere Versionen eines Dokumentes gibt. Insofern möchten wir das natürlich in Time Sensor Legal auch abbilden können. Ich würde jetzt hier einfach mal sagen, das ist diese Version, das ist die 1.0. Ich könnte das aber auch ändern, wenn ich das zum Beispiel importiert habe. Es gibt noch keine Vorgängerversion in Time Sensor Legal. Ich möchte mir aber selbst eben hier die Information hinterlegen, dass es sich um ein Dokument handelt, was hier schon in der zweiten Version vorzufinden ist. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichern würde und dann meine Einstellungen hier nochmal öffne, dann sehen wir, dass das also gespeichert wurde, dass es jetzt hier in Version 2.0 ist. Auch wenn sich Version 1.0 hier nicht in Time Sensor befindet. Das ist ein Vorgang, den werden wir uns im nächsten Webinar auch nochmal sehr, sehr intensiv anschauen. Da wird es dann auch tatsächlich um die Versionierung gehen. Ich möchte es hier eben nur einmal sagen, damit wir hier verstehen, was mit Dokument gemeint ist in Time Sensor Legal. Zum Vergleich, wenn ich eben nur ein Dokument auswähle, dann ist es auch wirklich ohne Versionierung. Das heißt, wenn Sie ein PDF erhalten, von dem Sie wissen, dass es eben keine weiteren Versionen geben wird, zumindest nicht als dieses Dokument, dann ergibt es natürlich Sinn, dass Sie das eben hier als Dokument klassifizieren. Dann haben wir einfach noch einige weitere Typen von Dokumenten hier in Time Sensor Legal. Ich denke, die unteren, die sind recht selbsterklärend. BEA beispielsweise eine Nachrichtenform für unsere deutsche Kundschaft, die eben über das entsprechende BEA-Portal arbeitet und Nachrichten via BEA empfängt, dem besonderen Anwaltspostfach.
Hier oben haben wir eben noch Bezeichnungen wie Aktenvermerk, Gesprächsnotiz oder Protokoll. Ich denke, das ist für Sie auch relativ selbsterklärend. Wenn Sie damit arbeiten möchten, haben Sie eben hier die Option. Natürlich können Sie aber auch alles als Dokument deklarieren. Dann haben wir hier den Ersteller des Dokumentes. Wie wir eben gesehen haben, bin natürlich ich jetzt gerade hier als Frau Monika Muster in die Software eingeloggt. Das heißt, wenn ich hier ein Dokument importiere, das habe zu diesem Zeitpunkt ich oder vielmehr mein Nutzer in diesem Fall importiert, dann trägt es also entsprechend auch meine Initialen, die meines Sachbearbeiters, damit wir zu jedem Zeitpunkt nachverfolgen können, wo ein solches Dokument also herkam, wer es in die Software geladen hat. Und dann haben wir hier eben noch die Angabe des zugehörigen Mandates. Das ist natürlich auch nicht unpraktisch. Und wir haben einen entsprechenden Archivbereich. Auf den Archivbereich möchte ich auch gleich noch kurz eingehen. Das ist, was wir hier, wenn ich das einmal zur Seite nehme, schon im Hintergrund sehen. Hier sehen wir also, dass eben unterhalb eines Mandates, wir haben hier jetzt nur ein Mandat vorhanden, für das wir ein Dokument pflegen. Das bedeutet, dass ich hier eben unterhalb eines Mandates verschiedene Archivbereiche, das heißt verschiedene Kategorisierungen für die Einordnung von Korrespondenzen und Dokumenten habe. Das zeigen wir auch gleich nochmal, da wird das um einiges kenntlicher. Und wenn ich eben diesen Bereich hier anspreche, dann spreche ich also von einem Archivbereich. Archiveinteilung ist eben das Gesamtkonzept, das heißt die verschiedenen Rubriken. Wenn ich von einer Rubrik spreche, also hier zum Beispiel verschiedene Korrespondenz, dann habe ich hier meinen entsprechenden Archivbereich benannt. Dann gehen wir etwas weiter runter. Hier in der Mitte befindet sich noch eine Vorschau. Hier handelt es sich jetzt natürlich um ein Word-Dokument, kein PDF. Insofern bekommen wir hier keine Vorschau ausgegeben. Hier könnte ich diesem Dokument jetzt noch einen Tag verabreichen. Da könnte ich zum Beispiel sagen, wenn das ein sehr prioritäres Dokument ist, ich möchte hier ein Prio 1 Dokument. Das Ganze müsste ich jetzt noch einmal mit der Enter-Taste bestätigen, damit das Tag auch geformt wird. Alternativ kann ich mir hier aber auch gleich Vorschlagswerte hinterlegen, damit ich das eben nicht jedes Mal einzeln angeben muss und vor allen Dingen, damit auch alle, die in der Software arbeiten, die hier mit dem DMS zu tun haben, eben die gleichen Tags verwenden. Denn nur wenn Konsens über die Vergabe von Tags besteht, ergeben diese auch Sinn. Dann sind sie sehr, sehr hilfreich, allerdings müssen sie selbstverständlich korrekt genutzt werden. Ich drücke jetzt hier einmal die Enter-Taste. Wir sehen, das Ganze wird blau. Ich kann es jetzt hier mit diesem kleinen Häkchen auch nochmal entfernen. Das ist also gar kein Problem. Und jetzt habe ich diesem Dokument einen Tag verabreicht. Hier unten im unteren Bereich sehen wir noch die Möglichkeit von Adresszuordnungen. Oft ist es ja auch der Fall, dass eben nur ein Dossier, eine Person, ein Klient an einem solchen Fall betätigt ist oder beteiligt ist. Insofern haben Sie hier die Möglichkeit, eben noch mehrere Parteien mit diesem spezifischen Dokument zu vernetzen. Wir schließen das Ganze jetzt und schauen uns eben das Ganze mal weiter an. Wir haben jetzt hier, ich klicke hier mal auf alle, noch einige Dokumente mehr im Archiv. Damit schauen wir uns dann jetzt nochmal den Archivbereich zur Linken an. Und zwar haben wir hier eine Sortierung nach Datum. Da sage ich immer ganz gerne dazu, wählen Sie den Bereich aus, der Ihnen auch gerade oder den Sie von der Suche her konfigurieren möchten. Natürlich ist es immer so, dass je nach Größe Ihrer Kanzlei, je nach Datenhaltung, je mehr Datensätze Sie hier laden, desto mehr muss natürlich auch, ich sage immer, durch die Leitung kommen. Das bedeutet, wenn ich also weiß, ich suche ein Dokument von heute, vom heutigen Tag, dann brauche ich hier nicht die letzten 36 Monate anzeigen oder gar alle Dokumente. Dann würde ich hier also meine Suche verfeinern, einfach damit ich eben schneller zu dem von mir gewünschten Ergebnis komme. Dann haben wir eben schon über die Art des Dokumentes gesprochen. Das heißt, dort haben wir eben eingehende, ausgehende und interne Dokumente. Und wir haben, ich zeige jetzt hier nochmal einige mehr, damit wir das nochmal hier mit den Metadaten vergleichen können. Sie sehen also hier die Art des Dokumentes haben wir hier oben, das korreliert miteinander. Dann haben wir hier den Ersteller des Dokumentes. In diesem Fall ist es so, dass das eben ein Mandat von der Frau Monika Muster ist. Insofern hat auch nur Frau Muster hier auf diesem Mandat gearbeitet. Deswegen sind alle Initialen von ihr, alle Angaben hierzu. Und dann haben wir eben, das zeige ich noch einmal hier oben, hier haben wir also die Art des Dokumentes und hier haben wir dann den Typ ausgegeben. Das heißt, der Typ korreliert dann hier mit dieser Spalte, sodass wir jetzt auch nachvollziehen können, was eben die einzelnen Angaben in den Einstellungen hier bedeuten. Das Ganze würde ich nochmal schließen. Möchten wir ein neues Dokument importieren, ist das sehr, sehr einfach. Ich kann also dieses Dokument einfach via Drag and Drop hier hineinziehen oder ich kann natürlich
Sofern es eben nicht von meinem Desktop kommt und ich es von einer anderen Stelle speichern möchte, beispielsweise ein Drag-and-Drop von Outlook, das wäre ja dann eine Online-Anwendung in häufigen Fällen. Das heißt, Sie bedienen es vielleicht aus dem Browser, ziehen das Ganze dann unmittelbar in Time Sensor. Time Sensor als Server-Client-Applikation würde das Ganze natürlich dann auf einen Server laden müssen, damit es in Ihrer Datenbank gespeichert ist. Der Vorgang in diesem Sinne ist also ein Laden von einem anderen Server ohne ein Zwischenparken sozusagen auf Ihrem lokalen Computer in die Cloud von Time Sensor, was oft dann zu Problemen führt, da das eben oft Microsoft-seitig nicht unterstützt wird. Die Zwischenlösung ist einfach, dass Sie das Ganze einmal hier auf Ihren Desktop ziehen und dann können Sie das entweder via dieser Schaltflächen hier unten oder eben einfach via der Drag-and-Drop-Option in Time Sensor Legal 365 hineinziehen. Weiterhin haben wir auch noch die Möglichkeit, dass wir eben hier Dokumente aus Time Sensor heraus exportieren. Wir können zum einen das Ganze sofort als E-Mail versenden, wir könnten hier ein Ticket versenden, wir könnten das Dokument in eine neue Wiedervorlage oder Frist mit einbeziehen. Wir könnten hier die Selektion auf den Schreibtisch sichern. Hier haben wir wiederum zwei Optionen. Hier haben wir also die Option einzeln und die Option mit PDF-Konsolidierung. Eine PDF-Konsolidierung ist einfach beispielsweise für den Fall, dass Sie eben einen Gerichtstermin haben. Sie möchten unmittelbar vorbereitet sein vor diesem Gerichtstermin und Sie möchten eben mehrere Dokumente mitnehmen. Da ist es nicht sehr zweckdienlich, wenn Sie die alle einzeln exportieren. Sie finden dann nichts. Hier ist die bequeme Lösung, dass Sie eben alle Dokumente, die mit einbezogen werden sollen, auswählen. Sie sagen eben hier, Sie möchten das Ganze mit PDF-Konsolidierung auf Ihrem Desktop sichern, auf Ihrem Schreibtisch und dann wird das Ganze als ein PDF-Dokument exportiert. Das hat natürlich in diesem Fall den Vorteil, dass Sie dann die Suche über das gesamte Dokument nutzen können. Das heißt, Sie können hier eben mit einer Schlagwortsuche unheimlich schnell finden, welches Dokument innerhalb dieses konsolidierten PDFs Sie jetzt benötigen. Und dann, ich wähle hier nochmal ein Dokument aus, haben wir auch noch die Option, die Selektion zu kopieren. Das ist jetzt beispielsweise ein Vorgang, den ich vorhin schon leicht angesprochen oder angedeutet hatte. Wenn wir beispielsweise ein Word-Dokument haben, was wir in den Archivbereich verschoben haben, wir möchten dieses auch beibehalten, wir möchten aber doch nochmal eine neue Version auf dieses Dokument erzeugen, dann hätten wir auch die Option, das eben in die Entwürfe, Entschuldigung, zu kopieren. Also hier in dem Fall würden wir dann kopieren sagen. Es erzeugt uns eine Kopie in den Entwürfen dieses Dokumentes. Das können wir hier einmal machen. Ist jetzt natürlich ein PDF-Dokument und Sie sehen, das wird mir jetzt hier in die Entwürfe geschoben. So könnte ich also auch nochmal etwas als Template nutzen. Wir denken vielleicht auch an einen Fall, wo wir vor einigen Jahren bereits ein Dokument aufgesetzt hatten für eine spezifische Fallkonstellation und diese haben wir jetzt wieder vor uns. Natürlich möchten wir jetzt nicht das gesamte Dokument neu aufsetzen, sondern wir würden jetzt das vorherige Dokument raussuchen, würden es gegebenenfalls kopieren und als neues Dokument für gegebenenfalls einen neuen Klienten nochmal beginnen. Das wäre also hier, wie das Ganze zu nutzen ist, beziehungsweise so ein bisschen das Funktionsprinzip von Dokumenten in Time Sensor Legal. Ich zeige Ihnen jetzt in Bezug auf die Archivbereiche hier oben noch eine weitere Option. Und zwar haben wir hier eben einfach die Option, die verschiedenen Archivbereiche anzuzeigen. Ich sage hier jetzt mal, zeige alle Archivbereiche und klappe das Ganze ein. Hier sehen Sie also, dass Sie jetzt eben alle Archivbereiche ausgegeben bekommen, nicht nur jene, die Dokumente enthalten. Und da wird auch meine Erklärung von eben nochmal deutlich. Das heißt, hier haben wir also eine Gesamtarchiveinteilung für das entsprechende Mandat, Mehrwertsteuerverfahren. Und diese Archiveinteilung, die besteht eben aus verschiedenen Archivbereichen, in denen dann die einzelnen Dokumente liegen, die dort wiederum mit verschiedenen Angaben versehen sind. Hier haben wir auch nochmal ein Kontextmenü. Das gibt uns aber eben die gleichen Optionen, wie wir eben schon per Rechtsklick gesehen haben. Das ist also ganz praktisch. In dem Fall können wir hier eben dieselben Sachen machen. Wir könnten das Ganze auch noch verschieben. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise mal das Problem haben, dass ein Dokument falsch zugeordnet wurde, sei es von einer Kollegin oder von Ihnen selbst, oder dass Sie eben sagen, dass dieses Dokument hätte ohnehin nicht auf dieses Mandat gehört. Das heißt, Sie möchten das nachträglich in irgendeinem Fall verschieben. Vielleicht möchten Sie auch zwei Mandate oder zwei Dossiers zusammenführen. Das hier wäre eben die Option, mit der Sie das bewerkstelligen können. Dankbarerweise geht das Ganze eben auch mit einer Mehrfachauswahl. Ich habe hier oben, wie gesagt, nochmal die gleichen Optionen. Auch hier könnte ich das Dokument eben verschieben. So viel also zu der Funktionalität von Dokumenten in Time Sensor.
Wir werden noch einiges mehr darüber lernen, aber zum aktuellen Zeitpunkt würden wir jetzt zum Agenda-Punkt 2 übergehen und würden uns das Ganze mal in Aktion anschauen. Ich schließe dafür hier die Mandatsmappe und wir navigieren hier zur Dokumentenzentrale. Die Dokumentenzentrale, die finden Sie hier im persönlichen Sachbearbeiterbereich. In diesem Fall jetzt gehen wir über Frau Monika Muster dort hinein. Wir finden sie aber natürlich auch bei Herrn Simon Sample. Und wenn ich hier oben auf die Frau Muster klicke, erhalte ich eben hier in meiner Funktionsleiste, wir erinnern uns, links finden wir die Bereichsleiste, oben die Funktionsleiste, klicke ich hier auf Dokumente. Und hier sind wir eben in der Dokumentenzentrale. Die Dokumentenzentrale als Tool selbst funktioniert so, dass wir eben hier Einblick über alle sich in der Software, also in Ihrer Datenbank befindlichen Dokumente haben. Zum einen, das ist recht offensichtlich, kann ich hier oben also anwählen, welche Dokumente ich hier einsehen möchte. Bitte beachten Sie dazu das eben Gesagte. Und hier habe ich eben links noch die Möglichkeit, wenn ich weiß, an welchem Tag ein Dokument eingestellt wurde, beispielsweise auch das noch hier links auszuwählen. Hier ist es so, weil ich mich eben jetzt in einer Demo-Version befinde, habe ich zum einen hier die Möglichkeit, weil ich eben nicht so viele Daten habe hier drin. Sie sehen, hier sind 111 Dokumente. Das sind alle Dokumente, die ich jetzt hier in meiner Software führe. Habe ich die Möglichkeit, hier alle anzuzeigen. Natürlich sieht es anders aus, wenn Sie jetzt hier mehrere tausend Dokumente oder sogar noch aufwärts dieser Zahl gleichzeitig versuchen zu laden. Vielleicht macht auch eine Kollegin noch den gleichen Vorgang. Das ist natürlich eine viel größere Datenabfrage, als ich jetzt hier mache. Kurz vorneweg, weil es eben eine Demo-Version ist, werden wir jetzt hier einige Vorgänge etwas konsolidierter betrachten, als Sie das wahrscheinlich in Ihrer Produktivumgebung machen werden. Wenn es Fragen gibt, wenn es Verständnisprobleme gibt, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich berate Sie da sehr gerne. Was ich zunächst zeigen möchte, ist, dass wenn wir beispielsweise hier unser Suchfeld konfigurieren, wir sehen ja hier, erste Konfiguration für meine Anzeige ist in diesem Fall, ich möchte alle Dokumente durchsuchen. Ich möchte hier also 111 Dokumente durchsuchen. Aktuell ist ja meine Angabe nur, dass ich eben alle Dokumente anzeige, durch die Auswahl alle hier oben. Und ich jetzt also hier mein Suchfeld auf den Namen konfiguriere, dann wird natürlich folglich die Spalte Name abgesucht. Wenn ich jetzt beispielsweise hier haben wir zum Beispiel einmal Satzungen. Das ist doch ein Wort, das könnte ich hier mal eingeben. Ich suche also hier nach dem Schlagwort im Namen Satzungen und Sie sehen, es gibt tatsächlich über meine gesamte Datenbank nur dieses eine Dokument, was das enthält. Wenn ich jetzt, das möchte ich einmal kurz zeigen, hier eben einen Typ einstelle und starte dann nochmal einen Suchvorgang, dann wird eben hier die Spalte Typ durchsucht, sodass ich eben Satzungen hier nicht mehr finden würde. Das heißt, es ist maßgeblich, wie Sie das Suchfeld konfigurieren. Jetzt haben wir also den Typ auch schon gesehen. Der Typ in diesem Fall wäre, das hatten wir bereits besprochen, wir haben also Dokumente hier, wir haben eingehende Dokumente, wir haben ausgehende Briefe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal Brief eingeben würde, dann sehen wir gleich, hier werden jetzt also alle Briefe eingehend und ausgehend, wobei wir hier jetzt nur ausgehende Briefe vorhanden haben, werden mir also aufgelistet. In diesem Fall habe ich mein Suchfeld also so konfiguriert, dass mein Begriff in dieser Spalte gesucht wird. Ähnlich funktioniert es hier mit den Tags. Bei den Tags ist es so, dass Sie natürlich sich die nicht alle merken müssen. Idealerweise haben Sie eben bei den Tags nicht einen blauen Klebezettel oder einen gelben auf dem Schreibtisch, wo dann die Namen draufstehen, sondern Sie können sich hier gleich in der Software behelfen. Das bedeutet, hier habe ich also mit diesem kleinen Pfeilchen eine Liste der von mir in der Software angelegten Tags oder von allen Nutzern. Und hier kann ich eben das ganz bequem auswählen. Ich hatte jetzt schon mal das Tag Prio 1 angelegt. Und wenn ich hier jetzt eine Suche starte, dann sehe ich, dass es also zwei Dokumente, eines davon das, was ich eben vorhin verändert hatte, hier in der Software gibt, die eben beide das Tag Prio 1 tragen. Daran sehen wir jetzt auch, dass eben diese Tags eine sehr, sehr nützliche Funktion sind. Jetzt verstehen Sie auch, warum ich eben sagte, dass sie richtig konfiguriert sein müssen. Es ist natürlich nicht sinnvoll, wenn hier jeder nach seinen eigenen Tags sucht, sondern es ist sinnvoll, wenn Sie sich eben auf Tags einigen und dann kollektiv die Suche nach diesen Tags vollziehen können. Wir nehmen dieses Tag hier noch einmal raus und schauen uns hier noch einmal weiter an, was wir noch in dieser Suche haben. Wir haben hier auch noch eine Referenz. Die Referenz bezieht sich in diesem Fall auf die Spalte von an. Da hatte ich jetzt mal ein kleines Szenario vorbereitet. Ich weiß vorab, dass es eine E-Mail gibt, die von unserer Frau Muster an eine Frau Angela Baumgartner gesandt wurde. Die möchte ich jetzt finden.
Ich könnte jetzt alternativ auch in das entsprechende Dossier von Frau Baumgartner gehen und könnte eben hier einmal nach der E-Mail suchen. Ich weiß aber, dass es eben eine E-Mail war, die diesen und jenen Betreff hatte, und insofern könnte ich die vielleicht etwas einfacher auch finden, indem ich jetzt hier einfach den Namen von Frau Baumgartner eingebe und eben nach dieser Mail suche. Und wir sehen auch hier, ich mache das Feld etwas größer, wir sehen also, die Referenz wurde korrekt abgesucht, unser Ergebnis wurde gefunden. Wir haben hier also die E-Mail von Frau Monika Muster an Frau Baumgartner. Das wäre also hier der Titel Referenz, und dann hätten wir zu guter Letzt noch die Inhaltssuche. Die Inhaltssuche funktioniert so, dass lesbare Dokumente, wenn Sie natürlich Dokumente haben, die als PDF im System gespeichert sind, die haben Sie vielleicht vor 20 Jahren eingescannt, die sind mit dem veralteten Standard von damals, wenn sie nicht überarbeitet wurden, in der Regel nicht lesbar. Alles andere sollte aber lesbar sein. Das heißt, auch PDF-Dokumente können hier wunderbar ausgelesen werden. Insofern könnte ich hier also inhaltlich meine Dokumente durchsuchen. Das ist schon in erster Instanz spannend, wenn ich beispielsweise, ich habe jetzt mal einen Vorfall vorbereitet, wenn ich einfach nur mein Schlagwort hier oben eingebe und Sie sehen, dass ich mein Schlagwort hier auch erhalte. Sie sehen auch, dass es sich eben hier um einen Brief handelt. Den habe ich natürlich jetzt so aufgesetzt in Vorbereitung. Wir sehen, dass also hier in keinem der abgesuchten Felder, die ich eben gezeigt hatte, wir sind hier also beim Inhalt, nicht bei Referenz oder bei Tags, Type oder Name. All diese Felder enthalten also die von mir gesuchte Information nicht. Die Information kann ich aber hier, da ich sie dort untergebracht habe in Vorbereitung, einsehen. Das heißt, ich kann hier also einsehen, dass eben dieses Dokument nach dem Inhalt durchsucht wurde, auch obwohl es ein PDF ist. Das ist also sehr, sehr spannend. Jetzt machen wir das Ganze noch etwas spannender. Wir haben zusätzlich zu dieser inhaltlichen Suche auch noch zwei verschiedene Optionen an Suchmodi. Der erste Suchmodus ist der Modus und. Da greife ich jetzt vielleicht nochmal das Beispiel auf, dass Sie eben ein Dokument in Ihrem System haben, das spezifisch aufgesetzt wurde für einen Fall, der sehr, sehr spezifisch war. Sie möchten jetzt dieses Dokument nochmal als Basis, als Template benutzen. Sie haben aber nicht mehr so ganz im Kopf, wie es denn hieß. Sie wissen nur noch, worum in etwas geht. Meistens kann man sich dann behelfen, indem man eben ein, zwei Schlagwörter noch im Hinterkopf hat, die man von den Aufbereitungszeiten oder von den Bereitungszeiten, Bearbeitungszeiten dieses Dokumentes noch kennt. Und wir würden das Ganze jetzt einmal machen. Wir würden also jetzt mal zum Beispiel an ein Szenario denken mit einer Kündigung. Und wir erinnern uns noch ganz vage, dass wir das Wort Kündigung im Dokument geschrieben hatten, sowie auch das Wort Vertrauensverlust. Diese beiden Wörter, die würde ich also oben eingeben in die Suche. Ich habe hier meine Konfiguration auf inhaltlicher Suche. Das heißt, mein Dokument oder das heißt, mein Suchfeld in dem Fall sucht meine Dokumente inhaltlich ab nach den von mir hier oben angegebenen Schlagwörtern. Gleichzeitig teile ich aber eben dieser Searchbar, teile ich Timesensor mit, dass ich eine Suche möchte, die eben ein Kombinationspaket ausgibt. Das heißt, ich möchte nur Dokumente, die das Wort Kündigung als auch das Wort Vertrauensverlust enthalten. Wenn ich hier jetzt meinen Suchvorgang starte, dann bin ich also am Ende ganz glücklich, weil ich nämlich in diesem Vorgang dann entsprechend mein Dokument gefunden habe. Hier hat er also inhaltlich durchsucht, handelt es sich auch um ein PDF. Wir haben zum Beispiel den Vertrauensverlust. Dann haben wir sicherlich auch noch irgendwo das Wort Kündigung stehen, sonst hätten wir es eben nicht gefunden. Das bedeutet also, wir haben hier erfolgreich unser historisches Dokument gefunden und können dieses jetzt nochmal weiter benutzen. Das wäre also hier die Kombinationssuche. Das Gleiche funktioniert eben auch mit oder. Das ist eben derselbe Vorgang, nur dass es hier dann nicht und findet. Das heißt, die Angabe ist nicht, es muss zwingend beides beinhalten, sondern das können wir auch abgelten mit dem Szenario, was ich genannt hatte. Ich möchte hier also ein Dokument, was ich glaube, das enthielt Kündigung. Das enthielt vielleicht auch Würde. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Würde ich mal eingeben hier, würde das Ganze eben auf die Oder-Suche konfigurieren. Und Sie sehen, da erhalte ich noch etwas mehr, aber eben im Vergleich zu den ursprünglich hier 111 ausgegebenen Dokumenten schon eine Selektion, die sehr, sehr minimiert wurde. Und da sehe ich eben, was er für verschiedene
Dokumente gefunden hat. Das ist also auch eine sehr, sehr praktische Funktion. Wichtig ist einfach nur, dass sie eben richtig konfiguriert ist. Das ist leider auch etwas, was ich immer wieder höre, dass eben gefragt wird, weshalb wird hier in der Suche das Ganze nicht gefunden. Das liegt dann oft daran, dass eben beispielsweise hier noch eine Auswahl für den Typ ist und Sie suchen aber eigentlich nach einem Namen oder dergleichen. Deswegen kann ich immer raten, diese Rubrik hier noch einmal abzukontrollieren. So funktioniert also die Dokumentenzentrale, ein sehr, sehr spannendes Feature. Wir schauen uns hier, pardon, ich muss erst noch einmal einen Datensatz anklicken. Wir schauen uns hier noch einmal kurz unser Kontextmenü an, einfach nur um den Kreis zu schließen. Ich kann hier also ein Dokument als ungelesen klassifizieren. Daraufhin würde ich beim nächsten Login nochmal explizit darauf hingewiesen, dass dieses Dokument existiert. Ich könnte es aber auch gleich von hier per E-Mail senden. Ich könnte es eben kopieren. Ich könnte die Mandatsmappe oder das Dossier öffnen. Das wäre also hier. Machen wir das Ganze noch einmal im entsprechenden Dossier. Das wäre die E-Mail von Frau Baumgartner. Und hier sehen wir eben, dass ich dann gleich in den entsprechenden Bereich gelange, wo ich das Ganze eben für mich archiviert habe. Hier also Korrespondenz mit Klient. Um das nochmal für Sie aufzufächern, zeigen wir uns alle Archivbereiche an. Das heißt, es gibt einige hier mit mehreren Instanzen. Nur haben wir eben in diesem Fall einfach in unserer ersten Korrespondenz hier nur eine E-Mail mit Frau Baumgartner archiviert. Dann würde ich hier die Archivbereiche nochmal ausblenden und wir verweilen in diesem Dossier. Wir gehen dann über zu Agenda Punkt 3. Und zwar gibt es noch weitere Importmöglichkeiten. Es ist also so, wir beschäftigen uns ja aktuell mit dem Dokumente finden. Ich möchte oft vielleicht Dokumente, weil sie eben große Dokumente sind, Dokumente in diesem Sinne, also nicht nur Dokumente, sondern auch Dateien, die möchte ich in Time Sensor Legal überführen oder möchte sie dort einfach zwischenlagern. Das ist nicht mit jeder Datei ganz einfach. Beispielsweise könnten wir das Problem haben, dass wenn wir Videoaufzeichnungen, ich denke da immer ganz gerne an beispielsweise einen Fahrerfluchtvorfall, das ist oft mit Videomaterial seitens der Polizei oder seitens unseres Klienten oder dergleichen, geht damit einher. Insofern und da ist es natürlich zweckdienlich, wenn ich auf diese Dateien auch zugreifen kann. Wenn ich also über Time Sensor auch gleich Zugriff auf diese Dateien erlangen kann, ich gleichzeitig aber eben, um die Datenhaltung nicht hochzuschrauben, jetzt nicht da gigabyteweise Videos in die Software laden muss. Ein Zwischenkompromiss für genau diesen Fall wäre, dass wir einen Ordner verlinken. Das bedeutet, dass der lokal verweilt. Das heißt, ich habe hier meinen Ordner, die Fahrerflucht, dann habe ich einige Videos zu meinem Mandat gespeichert und das möchte ich eben nicht gänzlich in die Software ziehen, sondern ich möchte das nur hier verlinken, dass ich aber in dem entsprechenden Mandat auch weiß, dass dieser Ordner dazugehört und vor allen Dingen, dass ich ihn auch benutzen kann aus dem Mandat heraus. Und dafür haben wir die Möglichkeit, diesen Ordner schlichtweg hier hineinzuziehen. Ich ziehe den einmal hier, Entschuldigung, jetzt war ich etwas zu weit rechts. Wir sehen, hier kommt auch mein kleines Plus. Ich ziehe den einmal hier oben rein. Ich höre ein kleines Plopp-Geräusch. Dadurch hat es geklappt. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, eben in diesen Ordner hineinzugehen. Mein Ordner zu Demonstrationszwecken enthält natürlich jetzt keine Videos. Ich habe zum Glück keine Fahrerflucht begangen. Aber wenn ich das getan hätte, dann hätten wir hier eine schöne Aufzeichnung davon, die dann auch Frau Baumgartner in ihrem Archiv wiederfinden würde. Hier ist es also so, dass wenn ich hier auf den Ordner klicke, dass sich dieser lokal öffnet. Dazu ist zu sagen, dass es sich natürlich hier um eine eben lokale Verlinkung handelt. Das bedeutet jetzt in einem konkreten Fall, wenn jetzt ein Kollege von meiner Fahrerflucht Kenntnis erlangt und möchte sich spaßeshalber einmal das Video anschauen, dann hat er das Problem, dass er natürlich aus diesem Mandat nicht auf meinem lokalen Computer arbeitet und aus diesem Grund dann keinen Zugang zu diesem Ordner erhält. Wenn Sie also dieses Prinzip anwenden möchten und Sie benutzen eine Art Intranet, Sie haben also ein internes System, ein internes Verzeichnis, in dem Sie Dateien speichern außerhalb von Time Sensor, dann empfiehlt es sich eben einen solchen Ordner, sofern eben jeder Zugriff auf dieses System hat, dorthin zu legen und dann die Verlinkung zu machen, weil dann haben Sie die Möglichkeit, alle gemeinsam auf diesen Ordner zuzugreifen. Weiterhin ist es so, dass natürlich, wenn ich jetzt hier den Ordner verlinkt habe und ich ziehe diesen um, dann wird er nicht mehr gefunden. Wenn ich den jetzt also nehme und ich packe ihn in ein anderes Verzeichnis, dann müsste ich hier nochmal eine Pfadänderung machen. Oder wenn ich sage, ich habe eben jetzt das Mandat abgeschlossen
und ich habe alles Mögliche dokumentiert. Wir haben also hier auch ein Gutachten, ein Urteil etc. Ich muss dieses Video hier nicht mehr verlinkt haben, kann ich so ganz einfach den Link entfernen. Das wäre also, wie wir hier einen externen Ordner in Time-Sensor einbinden können und verlinken können. Und dann möchten wir noch darüber sprechen, was zum Beispiel passiert, wenn Sie Unterlagen von beispielsweise einer älteren Software oder von einem Verzeichnis, das primär der historischen Datenhaltung diente, in Time-Sensor importieren möchten. Da hat man oft das Problem, dass man eben schon viel Arbeit in die Gestaltung einer gewissen Hierarchie gesteckt hat. Das heißt, das Ganze ist auf gewisse Weise schon sortiert, entspricht jetzt vielleicht nicht mehr der Sortierung, die Sie aktuell verwenden. Sie sehen, wir haben hier so ein paar Unterordner drin. Das hier war unser Mandatsname, die TX30 aus 2023. Und hier überall haben wir noch Dokumente drin. Jetzt möchte ich natürlich nicht alles als einzelnen Archivbereich anlegen. Ich möchte nicht jedes Dokument einzeln importieren. Das ist ein bisschen mühselig. Und da bin ich sehr dankbar, dass mir das folgende Feature zur Verfügung steht. Und zwar, Sie kennen sich jetzt bestens aus mit Archivbereichen wie auch mit Dokumente finden. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, dass ich einfach diesen Ordner hier hineinziehe und bekomme dann mehrere Optionen angegeben, wie dieser importiert werden kann, samt seinem Inhalt. Für mich ist es jetzt natürlich so, mir bringt es nicht viel, wenn eben die Unterordner gänzlich verschwinden. Ich möchte das auch nicht als ZIP-Datei importieren, sondern was ich jetzt möchte ist, ich möchte, dass zum einen die Namen der Ordner als direkte Archiveinteilung übernommen werden und ich möchte auch, dass über die Ebene, wo das möglich ist, hinaus, also über eine gewisse Ordnertiefe hinaus, die Ordnernamen als Tags an die entsprechenden Dokumente dran geheftet werden. Das ist für mich dann ganz praktisch, weil ich dann eben via des Tags finden kann, in welchem Ordner sich ein Dokument befand zum Zeitpunkt des Importes. Ich würde jetzt sagen, das mache ich bis zur Ordnertiefe 2. Das wäre für mich also hier zweckdienlich. Dann würde ich das Ganze bestätigen. Und jetzt sehen wir haben jetzt natürlich die restlichen Archivbereiche hier nicht eingeblendet. Jetzt sehen wir also, dass alle Dokumente, ich mache zum Vergleich hier nochmal den Ordner auf, die ich also in diesem Ordner hatte, hier importiert wurden. Und jetzt ist es gleichzeitig so, dass ich eben hier nur bis zu einer Ordnertiefe von 2 gegangen bin. Das heißt, in dem Fall hat es noch gar keine Tags benötigt. Ist es jetzt natürlich so, das können wir gerne auch mal noch in einem anderen Mandat simulieren. Hier geht es ja wirklich um Demonstrationszwecke. Insofern ist das jetzt in diesem Fall nicht weiter schlimm. Bei Ihnen ist es natürlich so, dass Sie das pro Mandat auch korrekterweise machen würden. Ich navigiere hier also ins Archiv. Ich mache wieder den gleichen Vorgang. Und jetzt, nur um das mal zu zeigen, setzen wir das Ganze auf die 1. Das heißt, ich möchte schon ab dem ersten Unterordner dann, dass der Titel in Tags umgeformt wird. Wenn ich jetzt mit OK bestätige, dann sehen Sie, dass hier also die zweite Ebene meiner Ordner, ich hatte hier Kommunikation Mandantin, Kommunikation Gegenpartei. Das ist also jetzt hier als Tag eingeformt worden, sodass ich mit diesem Tag dann auch entsprechend hier in der Suche nochmal weiter filtern könnte. Hier in der Suche, nochmal im Dossier beziehungsweise auch in der Mandatsmappe, können wir also ähnlich wie bei der Dokumentenzentrale, deswegen hatte ich die zuerst gezeigt, nochmal gezielt in dem Mandat suchen. Hier haben wir dann nochmal einige mehr Filter, einfach weil wir eben nicht über eine solch große Menge an Dokumenten suchen. Hier haben wir also die Möglichkeit, dass wir eben noch nach dem Datum suchen. Wir könnten hier auch nach einem Farbcode des Dokumentes suchen und wir könnten nach der Datensatz-ID suchen, sowie eben auch nach Tags und Inhalt. Bei der globalen Suche hier, da geht es einfach nochmal um die gleiche Art von Suche wie im Dokumentenverzeichnis. Das heißt, da sehen Sie, da habe ich nochmal eben in dem Fall dieselbe Ausgabe oder dieselbe Konfiguration für das Suchfeld. Zu guter Letzt möchten wir uns noch einmal anschauen, was passiert, wenn ein Dokument Beilagen oder mehrere Versionen besitzt. Das Ganze betrachten wir hier auch nochmal in der Dokumentenzentrale. Und zwar ist das regelmäßig der Fall bei Rechnungsdokumenten. Insofern würden wir jetzt ein Dokument suchen, was im Namen den Titel Rechnung trägt. Wir bestätigen hier, wir erinnern uns, nach 3 Buchstaben geht die Suche los. Und wir haben jetzt beispielsweise hier eine heute erstellte Vorschussrechnung. Setzen wir eben hier unsere Abfrage auf alle, finden wir noch einige mehr. Wenn ich jetzt eine solche auswähle und ich wechsle hier die Ansicht, dann sehen wir, dass hier also die Beilagen entsprechend noch enthalten sind, was genauso der Fall wäre, wenn wir hier eine Versionierung vorfinden würden.
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Sie haben nun gesehen, wie Sie erfolgreich im DMS von Time Sensor Legal 365 Dokumente finden können und noch einiges mehr. Sie haben gelernt, was der Unterschied zwischen dem Entwurfs- und dem Archivbereich ist, und Sie haben gelernt, wie der Archivbereich aufgebaut ist. Ich bedanke mich und freue mich auf unser nächstes Treffen.